Habt ihr euch jemals Gedanken über die Zeit gemacht? Sie ist überall um uns herum, auch wenn wir sie nicht direkt sehen können. Schon als Kinder fragen wir uns, was Zeit eigentlich ist und warum sie so wichtig für unser Leben ist. Sie ist wie ein unsichtbarer Fluss, der ständig fließt. Egal was wir tun, die Zeit bleibt nie stehen. Sie bewegt sich immer weiter, von einem Moment zum nächsten. Wir können sie nicht sehen, aber wir spüren, wie sie vergeht. Wenn die Sonne untergeht oder die Schatten länger werden, merken wir, dass Zeit vergangen ist. Die Zeit hilft uns zu verstehen, wann Dinge passieren. Sie ordnet unser Leben und gibt uns Struktur, damit wir wissen, was als nächstes kommt. Sie sagt uns, wann wir aufwachen, wann wir essen und wann wir schlafen gehen sollen. Ohne Zeit gäbe es kein Frühstück am Morgen und keine Gute-Nacht-Geschichte am Abend. Die Zeit zu kennen hilft uns, unsere Tage zu planen. Wir können Termine machen, Aufgaben erledigen und unsere Ziele erreichen, weil wir wissen, wie viel Zeit wir haben. Sie ermöglicht es uns, unsere Freunde zur richtigen Zeit zu treffen. Ohne Zeit könnten wir uns nicht verabreden oder gemeinsam spielen. Stellt euch eine Welt ohne Uhren vor. Niemand wüsste, wann etwas beginnt oder endet. Und alles wäre durcheinander. Wie wüssten wir, wann es Zeit für die Schule ist? Vielleicht würden wir zu spät kommen oder wichtige Dinge verpassen. Wie würden wir eine Geburtstagsfeier planen? Ohne Zeit könnten wir keine besonderen Momente gemeinsam feiern. Lasst uns gemeinsam entdecken, wie Menschen die Zeit messen, warum sie so wichtig ist und wie sie unser Leben jeden Tag beeinflusst. Es war einmal ein Dorf, in dem niemand eine Uhr hatte. Die Leute wachten auf, wenn die Sonne aufging und aßen zu Abend, wenn es dunkel wurde. Das funktionierte eine Zeit lang gut. Doch eines Tages ging alles schief. Der Bäcker vergaß Brot zu backen, weil er nicht wusste, wie spät es war. Die Kinder kamen zu spät zur Schule. Ein Reisender wartete den ganzen Tag auf einen Wagen, der nie kam. Die Dorfbewohner erkannten, dass sie eine bessere Methode brauchten, um die Zeit zu bestimmen. Sie brauchten etwas, das ihnen die Zeit anzeigt, auch wenn die Sonne nicht schien. Vor langer Zeit nutzten die Menschen die Natur, um die Zeit zu verstehen. Sie hatten keine Uhren oder Kalender, wie wir sie heute kennen. Stattdessen beobachteten sie aufmerksam ihre Umgebung und suchten nach Hinweisen, um den Tagesablauf zu bestimmen. Die Sonne war ihre erste Uhr. Ihr Auf- und Untergang bestimmte den Rhythmus des Lebens. Wenn die Sonne aufging, wussten sie, dass es Morgen war. Die ersten Sonnenstrahlen bedeuteten den Beginn eines neuen Tages, an dem die Menschen ihre Arbeit aufnahmen. Wenn die Sonne hoch am Himmel stand, war es Mittag. Dann war es Zeit für eine Pause oder das gemeinsame Essen. Wenn die Sonne unterging, war es Zeit für das Ende des Tages. Die Dunkelheit kündigte Ruhe und Erholung an. Doch auch nach Sonnenuntergang blickten die Menschen nach oben. Die Menschen beobachteten die Sterne, die am Nachthimmel erschienen. Die Sterne bilden Muster am Himmel, sogenannte Sternbilder, die sie immer wieder erkannten. Diese Muster ändern sich mit den Jahreszeiten. So konnten die Menschen erkennen, wann ein neuer Abschnitt im Jahr begann. Durch das Beobachten der Sterne wussten die Leute, wann sie Getreide anbauen oder sich auf den Winter vorbereiten mussten. Die Sterne halfen ihnen, wichtige Entscheidungen für ihr Überleben zu treffen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles wurde durch den Lauf der Sterne vorhergesagt. So verbanden die Menschen Himmel und Erde, um im Einklang mit der Natur zu leben. Im Laufe der Zeit erfanden die Menschen Werkzeuge, um die Zeit zu messen. Eine der frühesten war die Sonnenuhr. Eine Sonnenuhr benutzt die Sonne, um die Zeit anzuzeigen. Sie hat einen Stab oder ein Dreieck, das einen Schatten wirft. Wenn sich die Sonne bewegt, bewegt sich auch der Schatten und zeigt die Stunden des Tages an. Aber Sonnenuhren funktionieren nur, wenn die Sonne scheint. Also erfanden die Menschen Wasseruhren. Wasseruhren verwenden einen stetigen Wasserfluss, um die Zeit zu messen. Sie haben Markierungen, die anzeigen, wie viel Zeit vergangen ist, während das Wasser fließt. Stellt euch vor, wie clever die Leute damals schon waren. Wusstet ihr, dass es nicht überall auf der Erde die gleiche Zeit ist? Während ihr vielleicht gerade frühstückt, gehen andere Menschen auf der Welt schon schlafen
oder sind mitten am Tag unterwegs. Das liegt an der Erdrotation und der Art und Weise, wie wir Zeitzonen definieren. Die Erde dreht sich einmal in 24 Stunden um ihre eigene Achse. Und so wandert das Sonnenlicht ständig weiter. Stellt euch die Erde wie einen riesigen Ball vor, der sich dreht. Während er sich dreht, wird immer nur ein Teil von der Sonne beleuchtet, der andere liegt im Dunkeln. Wenn eine Seite der Erde der Sonne zugewandt ist, ist dort Tag. Die Menschen stehen auf, gehen zur Schule oder zur Arbeit und genießen das Tageslicht. Aber auf der anderen Seite der Erde ist es Nacht. Dort schlafen die Menschen und die Städte sind ruhig und dunkel. Um die Dinge einfacher zu machen, teilen wir die Erde in verschiedene Zeitzonen ein. Jede Zeitzone ist ungefähr 15 Längengrade breit, sodass die Zeit überall einigermaßen passt. Jede Zeitzone hat ihre eigene Standardzeit. Deshalb kann es sein, dass es in London schon Nachmittag ist, während es in Tokio gerade erst morgen wird. Wenn ihr in eine andere Zeitzone reist, müsst ihr eure Uhr umstellen. Das ist besonders wichtig, wenn ihr weit wegfliegt, damit ihr nicht zu spät oder zu früh ankommt. Das ist doch wie Zauberei, oder? Plötzlich ist es an einem anderen Ort eine ganz andere Uhrzeit. Denkt mal dran, wenn ihr von Berlin nach Köln fliegt, braucht ihr eure Uhr nicht umzustellen, denn beide Städte liegen in derselben Zeitzone. Aber wenn es nach New York geht, dann schon. Dort ist es meistens 6 Stunden früher als in Deutschland. So funktioniert die spannende Welt der Zeitzonen.